Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin in einem neuen Video unsererseits. Heute wird's verrückt. Wir sind in Malaysia, Genting Highlands. Wir sind über den Wolken, haben gerade in einem super abgeranzten Parkhaus uns hingestellt, nachdem wir hier den Berg hochgekachelt sind. Vorher sind wir eine Stunde aus KL hier rüber gefahren. Kann man wieder alles mit der Touch-and-Go-Karte bezahlen, was an Maut anfällt, was nicht so viel ist. Und dann fährt man hier wild hoch. Man kann irgendwie auch eine Seilbahn nehmen, aber wir haben hier 2 Stops. Wir müssen erst mal gucken, wo wir jetzt hier rauskommen müssen, damit wir zu dem Freizeitpark kommen, den wir heute besuchen wollen. Vorne, nee, Park ist einfach nur wegen Parken gedacht. Ne? Vorneweg auf jeden Fall schon mal, es wird etwas enttäuschend. So, da ist die Ausfahrt. Hier sind wir. Hier ist der Parkplatz. Ich kann das Ticket haben. Bitte. Ich weiß aber wieder, dass ich hier sitze. Das ist immer wieder. Du bist einmal gefahren. Echt? Das ist ja verrückt. Ja, ich habe keine Ahnung, wo wir sind, wo wir hinkommen, wie wir hingekommen sind. Sky Avenue soll der favorisierte Parkplatz sein, den man aufsuchen soll. Und das wird auf jeden Fall enttäuschend. Darüber sprechen wir aber auch gleich, wenn die Enttäuschungen vor Ort sind. Wir sind jetzt in Genting Sky Worlds. Das ist ein richtig krasser Themenpark. Mad Ramp Peak, ist das richtig? Das ist eine der großen Enttäuschungen. Die haben hier ein riesiges Slot-Car-Attraktion, wie ihr das vielleicht von Cars kennt oder Test Track bei Disney. Und das aber super verschränkt. Wir werden wahrscheinlich jetzt sogar einen Blick auf die Strecke erhaschen können. Ah, das ist wirklich bitter. Aber das sollte auch schon letztes Jahr aufmachen oder noch mal davor. Da stand vorne mit dran, dass es zu ist. Die haben auch noch einen Dynamic Attractions, einen SFX Coaster, wie in Abu Dhabi bei Ferrari. Der läuft auch noch nicht. Aber guck mal, wie verschränkt hier die Strecke ist. Das ist ja crazy. Kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Hä, wo fährt der da hinten? Geht da rein, oder? Ja. Aber das ist halt, das war vorher klar, aber trotzdem natürlich schade und ärgerlich. 42,50 Euro kostet ein Eintritt. Ich glaube, das ist in Malaysia viel Geld. Also auch so viel Geld. Ja, irgendwie Universal Inspired Theme Park.
Und wir gucken jetzt mal, dass wir wahrscheinlich als erstes diese Setpoint-Achterbahn fahren. Haben wir bei Universal Studios Singapur ja schon gezeigt, für Dino-Thema. Hier, glaube ich, etwas größer. Aber es wird auch irgendwo hier reingehen, also fahren wir das jetzt erstmal, denke ich. Und genau da hinten ist die Halle mit den SFX-Coaster. Werden die wahrscheinlich auch hier im Laufe des Tages noch ein paar Aufnahmen sehen. Als Slotcar, das ist schon sehr crazy. Ich muss mich mal hier sortieren. Das ist aber auch voll Highland hier, ey. Wow. Die machen Testfahrten damit. Ja. Cool. Wir sind jetzt die Samba Gliders von Setpoint gefahren. Hier ist jetzt aber laut. Das ist ja so eine Einschienenbahn, Suspended, die wir auch in Universal Singapur jetzt gefahren sind, aber viel höher und auch rasanter, würde ich sagen. Die hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben jetzt vorne in Fahrtrichtung vorne gesessen. Vielleicht gucken wir später nochmal, ob wir nochmal rückwärts fahren können. Ist ja auch nochmal ein anderes Fahrgefühl. Das hat echt Spaß gemacht. Man muss seine Tasche in den Locker tun. Der Locker kostet 5 € und ist nicht multi-usable. Das ist ziemlich doof. Also ich kann diesen Locker hier an dieser Stelle für 4 Stunden jetzt immer wieder auf und zu machen, aber ich kann an anderen Attraktionen halt nicht den Locker dahin bewegen, wie das auch zum Beispiel bei den amerikanischen Parks häufig ist. Ja, das ist ein bisschen blöd, deswegen mussten wir jetzt einmal hin und her laufen und ich gehe jetzt Richtung Ice Age. Da sind wir eben auch schon lange gegangen, weil wir haben unsere Sachen dann aus dem Locker geholt nach der Fahrt mit Samba Gliders und sind dann zu Ice Age. Dann haben sie da gesagt, dass man halt den Locker da nicht benutzen kann. Dann sind wir wieder hierhin zurück, haben unsere Sachen wieder in diesen Locker getan und sind dann zu der Ice Age Achterbahn Acorn Adventure.
Und die war witzig. Also die sind wir zweimal gefahren, es von Beijing Shibaolai Amusement Dingenskirchen. Und die war echt lustig, die ist echt ziemlich hoch, hat einen coolen Lift mit Screens und das Eichhörnchen ist halt da, Scrat ist halt da der Star des Rides, würde ich sagen. Und die war echt witzig, also gute Effekte, Q-Line unheimlich thematisiert, also Wahnsinn. Und hier ist noch so ein cooles Karussell, da sind alle möglichen Charaktere von den Lizenzen drauf, die es hier so gibt, also wirklich cool gemacht. Sid und wie heißt nochmal der Säbelzahntiger, weiß ich jetzt gar nicht. Wie Diego, der Bro weiß sowas, weißt du? Gibt's doch gar nicht. Ja, war auf jeden Fall cool, das ist ein bisschen ärgerlich mit dem Locker, aber ich glaube, wir brauchen bei den ganzen anderen Rides, die es hier gibt, nicht unbedingt einen. Deswegen haben wir unsere Sachen jetzt erstmal rausgeholt. Handy und Getränke und so kannst du theoretisch in der Station noch abgeben, wenn es sein muss. Ja. So, und wir machen uns jetzt mal auf den Weg, noch ein paar Rides zu fahren. Und sind ganz gespannt, weil es gibt hier einiges an Dark Rides, hat der Bro gesagt. Ich habe über meine Lieblingsachterbahn gesprochen. Als wir in der Schlussbahn angekommen sind, der Bro so, boah, was war das denn? Und ich so, läuft die noch? Und ich so, können wir noch mal? Was? Das ist witzig. Ja, auch richtig geil, was aber geschlossen ist. Es sitzt Rock'n'Slide, es ist ein Rocking Tuck. Richtig gut thematisiert. Also wirklich stark. Man sieht es wahrscheinlich auch im Hintergrund, wo ich hier langlaufe. Das ist einfach schon sehr stark. So, wir melden uns gleich nochmal. Gucken uns mal an, wie der Dark Ride da jetzt aussieht. tortured souls that you may be infused with the positive So Leute, wir sind in den Ice Age Dark Ride reingegangen. Trackless Dark Ride, gigantisch großer Trackless Dark Ride mit großen Fahrzeugen, die auch eine Motion Base haben. Und wir waren jetzt nicht irgendwie in einem Parkhaus oder so. Wir fahren gerade mit Rolltreppen aus der Attraktion wieder raus, weil man durch eine gigantische, wirklich schön gestaltete Q-Line nach unten läuft, tief in den Keller. Und dann gibt es eine Pre-Show und quasi hat Sid
ist der Verantwortliche über so ein Sommerlager und die Kinder gehen verloren und die müssen wir wieder einsammeln. Um das Ganze ein bisschen zu strecken, gibt es viele Screens und ein paar gar nicht so gute Animatronics. Sie sehen erstmal gut aus, aber erwarte ich hier nicht. Und die Abstimmung der Motion Base auf den Film ist halt total murks, nicht so nice. Warum ist hier ein UFO reingekracht? Sowas finde ich ja toll. Achso, das gibt's in milchig und in... Nee, das ist die Schutzfolie drauf. Ja, da ist die Schutzfolie. Ah ja. Ja, war jetzt nicht so gut umgesetzt, ne? Also gigantisch groß und beeindruckend, aber ja, Ton zu leise, Musik zu leise, Sprache zu leise. Aber krass, das ist hier im Keller einfach. Und in dem Shop waren wir jetzt schon ein paar Mal wegen Uschis Lieblingsachterbahn. Mal gucken, was wir jetzt noch entdecken. Wir kommen ja jetzt gerade hier raus und dann noch mal kurz erwähnt die Achterbahn hier. Und ja, Dynamic Attractions haben da in Abu Dhabi 7 Jahre für gebraucht für den SFX Coaster. Ich weiß nicht, wie lange sie jetzt hier schon dran sind, aber das hat auf jeden Fall, das Gebäude ist grün, die einen Ausfahrten sind grün, die Schiene, die Stützen da drin sind grün, gammelig, usselig. Guck dir das mal an, ey, wenn du von hier guckst. Aber es... Da sieht man ja, dass es schwarze Schiene wird, ne? Ja, habe ich ja gesagt. Aber da ist so Geussel. Filmst du mal den Ussel? Ja, es liegen halt super viele Schienen draußen, irgendwie auf dem Hinterhof, schwarze Schienen, die aussehen wie diese Schienen. Und es gibt irgendwie so 3 Inversionen. Es gibt Trickschienen, irgendwelche weichen Drops, Kippen, keine Ahnung. Das sind so die Besonderheiten. Ich bin noch kein so ein Ding gefahren, auch nicht das in Abu Dhabi. Dann gibt es hier noch ein Zamperla Air Race. Das ist auch immer, also nicht immer, aber wir hatten das, glaube ich, in China schon. Da war das auch so Kriegsflugzeuge und hier ist auch so ein bisschen, ja, Militärstil, Basecamp ist das ja alles hier der Bereich. Aber ziemlich cool gemacht. Das Bootcamp-Training, das ist so eine Zipline, die ist, glaube ich, geschlossen. Oder SBO, besser gesagt. So ein Kletterpark, wo man dann nach rumsippen kann. Alpha Space ist ein Drop Tower, der hier noch steht. Er ist schon ein cooler Style irgendwie, auch wenn es so ein bisschen Six Flags ist, aber ich finde das ganz cool, eigentlich gut gemacht. Die Gestaltung in dem Park ist auf jeden Fall crazy. Und dann gucken wir mal, was es hier noch so gibt, was uns noch so erwartet. War auf jeden Fall der Ice Age Dark Ride, jetzt war auch schon eine spannende Sache. Das ist echt cool, ey. Leute, wir sind beim Planet der Affen. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Attraktion ist, aber die Warteschlange allein ist schon krass. Es riecht auch super gut hier drin. Und ich habe jetzt gerade gesagt, wir sind so schlau. Also, ja, sowieso, aber dass wir uns einfach vorher nichts angeguckt haben. So schlau, dass wir uns nichts angeguckt haben vorher. Yep. Kostet
San Francisco isn't safe anymore. Fellow survivors, friends. Visual on you. Stay sharp and hurry. Those soldiers could be anywhere. We think we saw Caesar head into the warehouse. We have to find him before the Alphas do. Wait, what was that noise? The apes must be near. Watch your backs and keep quiet. Any sign of Caesar? Quiet. Humans betrayed apes showed mercy. Now you're here to finish us off. Keep moving. The soldiers have found us. Go right. Stay to the left and go through that garage. Omega, showtime, Alphas, and I want it clear. Look out! Here, close call. Turn right. There should be a doorway just ahead. We have a visual on the ink lovers. Force them into the alley and get the guns in position. There they are! Fire! Stop! Look out! The old range. Jetzt ist dein So, was ist denn schon wieder hier los? Also erstmal wird man ein bisschen genervt, weil man mit sehr vielen Leuten sehr lange einfach in der Queue-Line steht. Aber die sammeln, damit sie den ganzen Pre-Show-Raum komplett voll machen einmal. Und dann kommst du halt in eine leere Station, wo kein Mensch irgendwie steht. Das ist ein bisschen doof. Und dann haben wir wieder ein Trackless Dark Ride. Diesmal aber, würde ich sagen, eher zu vergleichen mit Spider-Man oder Transformers, falls ihr das von Universal kennt, wo man in einer noch viel dynamischeren Motion Base sitzt, als bei dem Ice Age Dark Ride. 3D-Brillen auf hat und dann überwiegend Screen-based, Screen. Klingt auch wie irgendwas Ekliges zu essen. Dann Planet der Affen erlebt, macht, tut, whatever. Das war ziemlich cool. Also ich bin jetzt nicht der größte Fan von diesen Rides, aber also von 3D-Brillen und so Rides, aber das war wirklich sehr gut gemacht. Das habe ich nicht kommen sehen. Wahnsinn, auch die haben ja gesagt, die Queue-Line und so, auch total krass. Es ist hier und da mir ein bisschen zu laut draußen. Drin in den Rides ist dann eher zu leise, weil das war jetzt wieder nicht spektakulär irgendwie so, weil du brauchst schon so, das muss schon ein bisschen sein meiner Meinung nach. Aber auch als auf uns geschossen wurde, haben wir so Buttpicker, aber mehrere kleine, das ist wirklich, als ob das Fahrzeug getroffen wird. Und also der Ride-Eingang ist ja wirklich sehr beeindruckend. Ja, okay, was kommt denn bitte noch? Außer Wolken, die gerade aufziehen. I was feeling hopeless, I was feeling broken, couldn't see where I was going, almost fell apart. That is when I found you, you could see right through me, pull me from the darkness, save me from the start. Leute, also das ist ja crazy, wenn man sich hier mal den, ich glaube, das ist so eine Art Demolition Derby anguckt, im Rio-Stil, Carnival Chaos. So, der Eingang auch richtig stark. Das Ganze gehört dann, wenn man hier nach oben schaut, zu der Achterbahn. Warte, sie kommt doch jetzt. Da haben wir sie doch schon. Also es ist schon verrückt hier. Ja, wir sind jetzt gerade ein bisschen unterwegs und gucken uns ein bisschen an, was hier geht. Und ihr seht, was wir sehen. Moritz hat sich quasi das mal gewünscht. Diese Art von Shot. Ja, ich komme mir ziemlich blöd vor. Aber andererseits wisst ihr jetzt auch, dass ich sehe, dass der Eingang zu Epic da ist. Also Epic ist Tipp.
내가 아냐 난 돌아가지 않아 공허 있었던 그 수많은 밤을 말이야 아무도 없던 내게 따스히 다가와준 그 모든 의미를 난 잊지 않아 I might be reaching for the stars but whenever I'm with you doesn't matter where I am I follow the voices in my heart I feel you're always here by my side I know that you are glorious glorious I know that you are glorious I'm all in this time on top of the world let's save every moment We all are in this great big beautiful world. We are different but the same. Individuals but one. That's beautiful. I couldn't say it better myself, and I don't say that one. You're all so very big. I can fix that. Hold on tight. Oh nee. Das trinkt da. Das ist eine kleine draußen, das nur ist. Mali, das ist hier das ist eine Wasserbahn. Soll ich mich kehren lassen? Thanks for coming. Look over here. We want the forest to live forever. And look around at the beauty you will find. Right now, at your service. And you can actually trade them. Always believe. Success. Welcome to Moonhaven. Wir sind gerade noch den Boot Dark Ride gefahren. Der war erst geschlossen, als wir vorbeigegangen sind. Dann haben wir Aufnahmen von dem Flat Ride hier gemacht und von dem Boot Dark Ride von außen. Sind zurückgegangen bei auf. Hat auch eine Schussfahrt, eine ordentliche, die aber am Anfang super gebremst ist und dann beschleunigt der. Hat einen schönen Nässegrad eigentlich, die Bahn. Nur sind wir komplett gesoakt an den Beinen und überall, wo man drauf sitzt. Weil da so ein riesen Kissen um den Bügel ist, damit du kleinere Kinder auch darunter festmachen kannst. Und das Ding ist halt einfach ja, so ein Lederlappen über einem Schaumstoffrohr, der natürlich nicht richtig zu ist. Also der Lederlappen. Und das Ding ist voll mit Wasser und über die Fahrt hinweg läuft das dann einfach die ganze Zeit aus. Bis man komplett ein nasses Bein hat. Je nachdem, welches, wo man sitzt. Und die Sitze sind auch komplett nass. Also das war jetzt ein bisschen doof. Ja. Ansonsten fand ich Epic Voyage to Moonhaven ganz süß. Ich kenne den Film nicht, aber das ist auch krass, was die für Lizenzen die haben. Und welcher Konstellation das irgendwie... Ist das alles dann Dreamworks oder so? Kann das? Weil Rio, Ice Age, Epic, das ist doch irgendwie dann wahrscheinlich alles so in die Richtung. Also cooler Ride. Wahrscheinlich hat Uschi euch schon darüber erzählt, dass das Karussell hier auch ziemlich cool aussieht. Dann haben wir nur noch eine Sache, die wir hier nicht gefahren sind.
von denen, die theoretisch zu fahren sind. Wie gesagt, Slotcar, ich vergesse immer, wie das Page, egal. Die machen Testruns, das ist cool. Schade, dass das so spät passiert. Aber laut der Rollercoaster Database oder laut jetzt die Coaster Count ist das Ding geschlossen. Außer Betrieb, aber das ist SB&O. Ditte, so wie auch der Coaster, wo irgendwie Schienen auf dem Hof rumliegen, sind seit 2022 übrigens geschlossen. Deswegen macht mich das nur so kirre, dass sie gerade Testfahrten machen, weil das irgendwas nah an es könnte laufen ist. Das macht mich wahnsinnig. Auch wenn vorher klar war, das können wir nicht fahren. The development of Star Tower's wormhole generator allow ready for your briefing. Yeah. Good. Now, what Max was about to show you is this. Now, don't be alarmed. Our alien friends here has been placed in a deep-induced coma from the inside out to learn how he thinks and how he sees the world. Stay back. Max, do you copy? Max, come in. Max. Report to the loading area. I'll meet you there. And welcome to the ESD Research and Technology. You heard the man. Now go to your launch pad, recruit. Your mission start now. Let's go. Let's go! Gamma Vollgas. Good news, recruits. Looks like you're taking the Wormhole Express after all. I'm transmitting coordinates to the Star Towers for our missions are tight. We are good to go. Recruits, this is the main yes, just a second. We're picking up an alien signal. Something sounds normal. Wir haben dann nochmal den locker geused. Das haben wir erzählt, dass es nur einmal geht. Hast du erzählt, ne? Genau. Und von hier sieht das echt crazy aus nochmal. Auch wenn ich sagen muss, dass das First World Hotel nicht aussieht wie First World, ohne jetzt irgendjemand zu nahe treten zu wollen, wie es bei dem aussieht. Die Scheiben machen es, glaube ich, und das halt ein bisschen schmuddelig ist. Da kannst du da bunt machen, wie du lustig bist. Wir haben auf jeden Fall nochmal unser Zeug in den Locker geschmissen und sind zu Independence Day gegangen. Und das ist ein Flying Theater, aber kein Broadgent Flying Theater, kein Muck-Rides Aerific, sondern Dynamic Attractions, Zamperla, keine Ahnung. Ich glaube, das gibt es auch in Bollywood, von dem ich habe es vergessen, wer das gebaut hat. Und ja, irgendwie war das aber nicht Independence Day Lizenz, sondern generisch. Und in diese generische Welt hat sich sehr von Malaysia inspirieren lassen, würde ich behaupten. Außer das, was im All passiert ist, aber das, was auf der Erde passiert ist, also da waren so Zwillingstürme, die spitz zulaufend waren. Das geht später hoch in die Berge und dann ist dann auch so ein Sowjetbau, der da irgendwie steht. Ja, weiß ich, Pre-Show war ganz nett. Die Leute, die mit uns drin waren, waren nicht gewillt zuzuhören, um sich da hinzusetzen, wo sie sich hinsetzen sollten. Aber haben geschrien, wurden abgeholt und haben am Ende geklatscht, weil sie die Welt gerettet haben. Das ist schön. Und dann ist die Uschi jetzt noch in den Shop gegangen und hat sich ein Zipjäckchen geholt. Und damit sind wir durch und gehen jetzt Richtung Ausgang. Aber am Ausgang eine Rolltreppe hoch, runter hoch. Ist ein Indoor-Freizeitpark mit 2 Achterbahnen. Logisch, oder? Ups and downs I've been through, everything just makes sense with you. No,
impossible. Eine Sache müssen wir natürlich noch erwähnen. Nachts im Museum, interaktiver Dark Ride. Der ist da, aber da kommt man nicht hin. Hier ist alles zu und abgesperrt. Der ist zwar noch auf dem Parkplan, aber der steht auch nicht bei den geschlossenen Rides. Das haben wir irgendwie noch nicht so ganz rausgefunden, wie man da überhaupt hinkommen soll, weil das ist echt alles zu. Wir sind 3-mal jetzt im Kreis gelaufen. Da laufen nur verwirrt Leute rum und da ist aber auch ein Rope vor dem Eingang. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt gerade nicht den Weg finden, weil wir doof sind, sondern das ist auch zu. Das ist irgendwie in der Shopping Mall, die ja hier auch mit dran ist, dann irgendwie im Erdgeschoss ein riesiger interaktiver Dark Ride. Auch komisch. Also geiler Park überhaupt optisch, dann coole Lizenzen und viele Dark Rides, das mag ich ja. Ne, da geht es auch nicht weiter, das ist das große Tor davor. Das gehörte alles mal irgendwie dazu. Können wir noch mal auf den Parkplan gucken. Einfach aus Prinzip, damit ihr uns glaubt, dass wir nicht doof sind. Das war jetzt gerade der Parkplan draußen. Immer einen Stempel geben lassen für Re-Entry, wenn man irgendwie sowas nochmal auf der Rolltreppe merkt. Ja, eigentlich ist das hier, die 1. Das ist der Ride. Und das ist dieser Ride. Und hier kommen wir nicht lang. Und das ist hier jetzt der Gotong Way. Ja. For good food and music after dark. Ach, die machen das erst ab 6 Uhr abends, machen die das erst auf. Ja, aber dann ist die Attraktion ja auch nicht auf dann, oder? Doch. Wenn der Park zu hat, ist dann die Attraktion auf, meinst du? Ja, weil die Attraktion gehört dann zu diesem Entertainment. Kann ich mir vorstellen. Wenn das dieser Rundweg ab 18 Uhr ist, wie du sagst, dann macht ab 18 Uhr diese Attraktion auf. Was sind denn die anderen Sachen dann noch? Ja, okay, es ist... Alles Essen. Ja, aber guck mal, diese beiden Independence Day Attraktionen gehören auch dazu in den Bereich. Ja, aber die sind ja nicht auf dem Weg. Ja, aber die sind auch lila, so wie Central Park lila ist. Die gehören zum Central... Aber ja, genau, Gotong Way Route ist das rote. Ja, ist genau da, wo die Zäune sind. Ja, genau, das endet hier an dem Zaun. Man kann dann nur diesen... Das ist ja bescheuert. Das schaffen wir nicht so lange hier zu bleiben. Vor allem muss man da bestimmt ein separates Eintrittsticket haben, weil das ist ja dann nicht mehr der Park, das ist ja dann diese Veranstaltung. Ich gehe näher, damit ihr die hört und die geht immer weiter weg. Sonst klebt die an einem dran wie so ein Insekt. Es ist unglaublich. Und je mehr es drumherum laut wird, desto leiser redet die Frau immer, damit ihr auch nichts hört. Macht das auch erst seit gestern. Es könnte fast sein, dass wir gemeinsam schlauer werden. Hier draußen jetzt, ich habe nämlich gesagt, guck mal, durch die Arcade kommt man da theoretisch hin, ist ein Straßenreiter, dass man von 14 bis 20 Uhr für 28 RM nachts im Museum fahren kann, den Ride. Aber das ist ein Angebot oder eine Werbung vom 20. bis 29.03. Wir haben den 1.04. Ja, ist glaube ich nicht geöffnet. Nö, vielleicht ist das ganz aus, zu Schluss. Aus. I'm all this time. I know that you are glorious, glorious. I know that you are glorious. I'm all in this time, all in this time. On top of the world, I'd save every moment. Nothing can break us apart. Let us show to the tune. I know that do whatever I like because I have you right by my side. Ja, Rolltreppe hochgefahren nach dem Straßenreiter, den wir euch gerade gezeigt haben. Wir sind jetzt in diesem Indoor-Theme-Park, wo man erstmal einfach so reinsteppen kann. Und ja, was ich dann heute Morgen schon gesagt habe, was so ein paar Enttäuschungen sein werden, die Achterbahn, die hier drumherum fährt, die große, die ist geschlossen wegen Wartung, das stand auf der Homepage. Fun Fact, die Ice Age Achterbahn, die wir heute gefahren sind, stand auch auf der Homepage als geschlossen, weil in Wartung. Also mega gut, dass sie gefahren ist. Das hat echt Spaß gemacht. Das war wirklich wild. Hier haben wir halt nur einen gigantisch großen Powered Coaster. Da ist ja eine schnellere Monorail mit ein paar Ecken drin. Aber ist ja nicht schlimm. Wir können Achterbahn fahren. Weiß nicht, ob ich das gut finde. Eine Zamperla Volare. Juhu. Aber irgendwie auch cool, dass jetzt hier so ein Indoor-Ding. Genau. Und ich glaube, wir haben Glück, dass es hier Pay per Ride gibt, dass man nur einzelne Fahrgeschäfte machen kann. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt.
Okay, das ist echt cool. Man kann einzelne Tickets direkt am Automaten jetzt ziehen. Das ist sogar eine Preisliste, oder also Kategorienliste. Und ein Thrill-Ride kostet 22 RM. Und wir wollen Superglider fahren und deswegen zahlen wir 22 RM pro Person, um dann den Flying Coaster auf dieser Tour auch schon mal zu fahren. Ja, wenn man eine Volare so bezeichnen möchte, was man kann, weil sie es technisch gesehen ist. Nie gut. Nee? Sehe ich auch so. Ja Leute, was soll ich sagen? Das ist eine Zamperla Volare, ne? Ist nicht schön. Das ist nicht schön. Und die steht ja gut da. Das ist ja echt, also sieht ja gepflegt aus und alles. Aber das ist zu schnell, zu ruppig, zu wild. Dabei die Position, die man hat. Noch mal hoch zu... Oh Gott, das ist gruselig. Zu The Bolt sieht jetzt nicht so offen aus, aber das ist die andere Achterbahn. Die Station ist hier oben. Nicht, dass die auch aufhaben, obwohl die nicht aufhaben. Das sind auf jeden Fall Fotos aus dem Zug. Das ist No Entry. Das ist ja... Meinst du? Ja, steht da. Sehe ich nicht. Ah, The Bolt, Rolltreppe. Einfach mal gucken, nicht, dass sie aufhaben wie der andere Coaster. Ja, ist eine Cordel vorn, sieht nicht gut aus. Also Cordel vorn ziemlich düster, die Geschichte. Also dann frage ich mich, warum die noch die Fotos aktiv haben. Ah, guck mal hier. Aber dann haben wir es auch gecheckt. Ne? Das ist ja das Wichtigste. Hallo. Das ist aber ein Animatronic, der da rauskommt. Ist auf einer halben Etage irgendwie eine Maze und es gibt hier überall so Gucklöcher. Da kannst du dann sehen, wie die hier langlaufen, die Leute, und in die Maze reingucken. Das ist ja witzig. Und Animatronics sind auf jeden Fall da drin und Scares. Also auch Scare Actor und irgendwelche... Ach, guck mal, hier kannst du noch mal draußen gucken. Und da gibt es ein Video, wie es drinnen aussieht. Ja, haben sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Kostet, glaube ich, 7 € oder so, habe ich gerade gesehen.
Die Achterbahnfahrt waren umgerechnet auf 4,46 € oder was. Also so wie ein locker kostet in dem anderen Park. Ja, ansonsten Indoor, Mallpark, wie man es kennt. Ich brauche mich da, glaube ich, nicht so oft wiederholen. Besonderheiten werden natürlich mitgeteilt. Schade, Moritz. Nicht reden. Machst du einfach auf? Warum machst du es denn nicht einfach auf? Ja, mach ich auch gleich. So. Bleib da doch auf. Ist doch schön. Was ist das bitte? Okay, jetzt ist schon wieder. Alter, ich drehe hier durch mit den. Da fällt dir auch einfach das Auto auseinander. Weil du so eine Krise kriegst. Die sind hier jetzt. Zurückgelassen worden oder was? Das ist komplett voll mit Müll. Und dann zerkloppt. Die wollen mit dir an. Das ist eine Luxus Einkaufs Shopping Mall. So sieht das Parkhaus dazu aus. Und jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Das macht alles keinen Sinn. Aber wir haben schon mal die nächste Ebene gefunden. Jetzt rechts. Ja, aber eins weiter. Ja. Du heilige Mutter Gottes. Hey, hier geht's doch auch nicht weiter. Hier rechts. Ja, aber die Pfeile auf dem Boden sagen übrigens, das darf ich nicht. Ja. Und hier sind Parkplätze eigentlich. Da hinten ist Exit. Okay. Da ist noch mal irgendeine Rampe. Da ist, glaube ich, hier geht's gleich links raus. Alter, ich drehe hier durch. So, hier. Oh, guck mal. Es gibt's so gar nicht. Egal wohin. Raus. Toll. Ah ja. Thank you for your approval. Mega Raub. Da fährt sie. Meine Lieblingsachterbahn. Das Auto ausmacht, ist jedes Mal das hier.
Wie auch beim letzten überlegt. Das Kind, deine Belongings. Ob du dein Kind mitgenommen hast. Das ist hier schön. Schönes Fachzeug. Richtig Premium Outlet. Premium. Schön. Premium. Wir sind so ein bisschen noch durch die Highlands unterwegs natürlich. Wenn wir schon mal hier sind, das ist so beeindruckend einfach. Ich glaube, das brauche ich nicht immer wieder sagen, aber ich habe es jetzt wieder damit gesagt. Und Genting Highlands ist auch bekannt für sein Premium Outlet. Da haben wir natürlich mal kurz einen Stop gemacht. Das ist einfach 0815 Outlet, wie man es kennt. Also es könnte auch genauso gut in Rommern stehen. Mit den gleichen Brands, der gleichen Aufbau, der gleichen Unspektakulärhaftigkeit, wie ich finde. Aber es gibt die überall, die sind überall gut besucht, also scheinbar gibt es viele Leute, die das gut finden, mögen, Spaß haben und dann ist das auch alles fein. Muss ja nicht alles nach meiner Nase gehen. Gut, dann werden wir jetzt nochmal nach unten cruisen. Wen haben wir denn da? Ladungssicherung. Durch menschliche Hilfe. Muskelkraft. Wieso eigentlich nicht? Irgendwo habe ich das Auto schon mal gesehen. Ist so dumm im Rappy hier. Oh yeah, baby koa, shemi toa, ole koa, money koa, baby koa, shebi oa, ole koa, money koa, baby koa, shemi toa, ole koa, money koa, baby koa, shebi oa, money koa, ole koa. Me and you know they the same category. If you want me, know they tell me plenty story. But it's for we then I jago take glory. End of story. Oh yeah, baby koa, shemi toa, ole koa, money koa, baby koa, shebi oa, ole koa, money koa, baby koa, shemi toa, ole koa, money koa, baby koa, shebi oa, money koa, ole koa. Fire this away, baby me so gay. 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 Me and you know they the same category. If you want me, know they tell me plenty story. But it's for we then I jago take glory. End of story. Oh yeah, baby koa, shemi toa, ole koa, money koa, baby koa, shebi oa, ole koa, money koa, baby koa, shemi toa, ole koa, money koa, baby koa, shebi oa, money koa, ole koa. Fire this away, baby me so gay. Fire this away, baby me
Tja, ist der Kanal einfach offen hier. Ist auch abisoliert, ne? Oh ja. Ja, da waren wir länger als gedacht in Genting Highlands und sind wieder zurückgefahren, jetzt hier zu unserem Hub und haben noch ein bisschen was erledigt, bringen uns gerade wieder in Lebensgefahr und waren auch essen. Haben auch ein bisschen länger jetzt gesucht und sind rumgelaufen, weil wir irgendwie, also es wirklich, du musst echt aufpassen, welche Straße du abbiegst, von nur für Touristen über genau hier ist cool bis war alles dabei und alles immer straßenweise nebeneinander. Aber wir sind jetzt ganz gut gefahren, haben fein gegessen und jetzt geht es wieder Richtung Hotel. Also spannendes Leben auf jeden Fall hier in KL, Kuala Lumpur in Malaysia. Und morgen haben wir auch noch einen ganzen Tag Malaysia-Action und dann geht es weiter in ein anderes Land. Was kommt jetzt? Ihr seid dran. I hope you find her. I know it's not me. I know you'll find her. How wish I like you when you look at me like that. But if I'm honest, boy, wasting all my time. Oh, how I wish I like you and could look at you like that. Far from the life that I'm the only one tonight. Wir sind wieder in unserem Domizil und schauen natürlich über KL, genießen die Aussicht noch ein wenig auf Ushis Lieblingsturm, nachdem wir heute Ushis neue Lieblingsachterbahn gefahren sind und arbeiten ein bisschen und versuchen ein bisschen runterzukommen. Eine Sache zum Schluss, die ich noch erwähnen möchte. Wir haben in der freien Wildbahn Affen gesehen. Das fand ich jetzt auch sehr toll und erquickend, hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir sind jetzt nicht irgendwo in Vietnam, Thailand oder sonst wo hingefahren, um die dann da mehr oder weniger illegal mit Obst und Gemüse anzulocken und uns dann unsere Wertsachen klauen zu lassen, sondern die waren einfach an der Autobahn neben unzähligen Straßenhunden. Ja, die eine oder andere Aufnahme wäre wirklich cool gewesen, hätte nicht Uschi versucht zu filmen. Da müssen wir leider alle durch. Und wir bereiten uns ein bisschen vor, denn morgen wird es wieder wild und ich muss ein paar Sachen hochladen, weil wir dann demnächst in einem anderen Land sind, wo das etwas schwieriger werden könnte. Und ich immer noch auf eine Freigabe warte, die mir gerade alles kaputt macht. Nun ja, dazu irgendwann vielleicht mal mehr. Und ansonsten freigegeben von mir das nächste Video, was morgen um 18 Uhr kommt. Und da sehen wir uns wieder, wie jeden Tag, hier beim Redview YouTube Magazin auf YouTube. Was habe ich gesagt? Nein. Auf Video. Ach. Genau deswegen machen wir jetzt Schluss und wir sehen uns morgen wieder. Natürlich haben wir wieder hier einen Rechtslenker, denn hier in Malaysia ist Linksverkehr. Hier ist so ein Amusement Park Teil auch. Unendlich heiß. Das ist verdammt viel Geld. Das ist echt teuer. Was ist das? Da ist nämlich noch alles möglich. Wie heißt noch unsere Airline nochmal? Sichuan. Wir fliegen mit Sichuan nach Tianfu. Selbst das müsst ihr jetzt googeln. Ich habe das so schlecht gesagt und das könnt ihr niemals richtig eingeben, dass ihr noch nicht mal rausfindet, wo das ist.